Psalm 90, 5, 7. Am heutigen Tag hört seine Stimme. Wir haben wohl eine falsche Vorstellung vom Wesen der Zeit, wenn wir meinen, das Jetzt sei ein Vorgang, der unentwegt all das, was zukünftig ist, in Gewesenes verwandelt. Kein Wunder, dass es uns nicht gelingt, im Jetzt zu leben, denn es ist zu kurz, zu schmal, um darin Platz zu finden. In dieser Vorstellung wäre das Jetzt ein bloßer Schnitt im Fluss der Zeit. Wir haben keine Gegenwart, wenn wir sie nur als die Umwandlung von Zeit verstehen, als ein schmales Nichts, das sich uns unentwegt entzieht. Zeit ist ihrem Wesen nach ein Angebot, die Erfahrung von Gegenwart. In einem existenzialen Sinn bedeutet Zeit Begegnung und damit Gleichzeitigkeit. Wenn wir gegenwärtig sind, werden wir uns gegen die Erfahrung Gottes kaum schützen können, denn Gott ist reine Gegenwart. Seine Stimme hören heißt fragen. Was spricht dieser Augenblick zu mir? Werde ich also der Verheißung gewahr? Was will im Augenblick geschehen? Irun R. Cohen weist darauf hin, dass das hebräische Wort zur Bezeichnung der Gegenwart, Howe, von derselben Wurzel kommt wie der geheimnisvolle, unvokalisierte Eigenname Gottes, YHWH, der 6823 Mal in der Bibel vorkommt. Die grammatische Struktur des Hebräischen enthält in sich ein Verständnis von Zeit, das dem existenzialen Augenblick entspricht, dem unmittelbaren Übergang von der Zukunft in die Vergangenheit. Die Gegenwart im Hebräischen ist nicht eine Zeitform, sondern eine Person. Nur in einem chronologischen Sinn kann Zeit als eine Art Quantität verstanden werden, die sich zählen und in gequantelten Einheiten messen lässt. Zeit in einem existenzialen Sinn ist eine Qualität. Sie ist Begegnung, sie ist die erlebte Gleichzeitigkeit. Sie kann nicht gezählt, sondern nur erzählt werden. Sie will geistesgegenwärtig erlebt sein. Wie wir Zeit in physikalischen Gleichungen zur Beschreibung der Natur in Sekunden messen, so sollten wir die Zeit unserer Existenz in Begegnungen messen. Darum ist die Gleichzeitigkeit mit Gott Inbegriff der erfüllten Zeit. Ich willige in die Gotteserzählung meines Daseins ein, in dem Entschluss, dass es mich nur noch in der Gleichzeitigkeit mit Gott geben soll. Mein Glaube ist darum nichts anderes, als eben jene Einwilligung. Sei ganz da und probiere, ob du dich dem Glauben an Gott wirklich entziehen kannst. Umgekehrt können wir nur im Zustand des Glaubens sein, wenn wir ungeteilt im Modus der Gegenwart leben. Denn wenn wir die Wahrnehmung und Wertschätzung des Augenblicks zerstäuben und betäuben, verlieren wir alles. Gebt Acht, dass ihr das heilige Geschehen eures Lebens nicht dämpft, mahnt sinngemäß das Neue Testament. 1. Thessalonicher 5,19. Die kleinen Bildschirme lehren uns Virtualität und lassen uns Realität und mehr noch Präsenz verlernen. So löschen sie häufig die Gegenwart aus. Betend im gegenwärtigen Moment zu sein, bedeutet, eben dieser Versuchung zu widerstehen. Das betende Leben hütet die Alltäglichkeit des Wunders, das wir Gegenwart nennen. Auch darum sind Pferde für mich so große geistliche Lehrer geworden. Nicht, dass sie Heilige wären, aber sie sind pure Gegenwart. Sie müssen nicht lernen und können nicht verlernen, aus Glauben, aus Gottes Präsenz zu leben. Pferde sind niemals nachtragend. Sie haben einen sanften, umfassenden Blick. Sie ruhen in ihrem Wesen und verweilen in einer selbstverständlichen Wachsamkeit des Augenblicks. In ihrer Gegenwart kann man lernen, was man, in der eigenen Versuchungsgeschichte, an Gott verloren hat. Mit ihnen lerne ich, auf eine glückliche, unangestrengte Art da zu sein, zugeneigt zu sein und zu vertrauen. Mit ihnen lerne ich Gegenwart. Jesus erklärte sogar die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld zu unseren Lehrern. Wie viel mehr also sollten wir fragen, welche Lehrer des Alltags wir haben, die uns endlich wieder die Gottespräsenz erklären.